Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Reihe über die meistgebuchten Charterreviere dieser Welt. Letzte Woche haben wir uns die Plätze 12 bis 7 angesehen. Heute schauen wir uns die offenbar beliebtesten 6 Destinationen für einen Yachtcharterurlaub an. Den Link zum ersten Teil blende ich dir gleich hier oben mal ein und ich packe ihn auch nochmal in die Beschreibung, falls du den noch nicht gesehen haben solltest. Ich bin mir sicher, da sind einige Reviere dabei, die dir gefallen. Solltest du überhaupt das erste Mal hier bei uns auf dem Kanal gelandet sein und dich für Yachtcharter und mehr sowie Segeln, Bootfahren im Allgemeinen interessieren, dann kann ich dir nur empfehlen, unseren Kanal hier zu abonnieren und vergiss dann aber auch nicht, die Glocke zu betätigen, damit du auch informiert wirst, sobald wir ein neues Video hier online gestellt haben. Hier bei uns dreht sich alles um Urlaub auf dem Wasser. Tipps und Tricks zum Thema Yachtcharter, Turntagebücher, bei denen wir die verschiedensten Reviere dieser Erde erkunden und euch vorstellen, Interviews mit interessanten Personen aus der Branche sowie Schiffsvorstellungen neuer Charteryachten. Als Yachtcharteragentur ist es unsere primäre Aufgabe, dir das richtige Schiff bei einer vertrauensvollen Flotte zu vermitteln. Wenn du also eine Yacht chartern möchtest, dann bist du hier bei uns auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Du sparst nicht nur Kosten, sondern du profitierst in erster Linie von unserer Expertise. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema von heute, die 6 meistgebuchten Charterreviere. Nochmal vorweg vielleicht, als Grundlage haben wir die Daten der letzten 3 Jahre herangezogen. Das heißt, wir haben die Buchungen unserer Kunden seit 2018 hinsichtlich der Zieldestinationen einfach mal ausgewertet. Diese Auswertung und die daraus resultierende Rangliste ist somit zwar nur ein Abbild unserer Daten bei Charterbar Yachting, aber sie ist sicherlich ein sehr guter Indikator, der für den, ich würde mal sagen, gesamten deutschsprachigen Raum steht. Deutschsprachig übrigens deshalb, weil unsere Kunden zum größten Teil aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und aus Südtirol stammen. Letzte Woche hatten wir mit Sizilien, den Liparischen Inseln und den Ägadischen Inseln aufgehört. Nun kommen wir zum 6. Platz und dieser führt uns ähnlich wie bereits 3 der früheren Plätze nach Griechenland. Dieses Mal in den Saronischen Golf. Ein wunderschönes Revier, welches ich selbst erst vor 2 Jahren besegelt habe. Das Revier liegt quasi am Fuße der Hauptstadt Athen östlich des Kanals von Korinth. Wer mal einen Blick auf die Karte wirft, erkennt sofort, dass wir hier mit Athen einen prädestinierten Ausgangspunkt für einen Turn im Saronischen Golf haben. Die Marina Alimos mag zwar nicht gerade einen, Schönheitspreis verdienen und ist auch nicht gerade idyllisch, aber dafür ist man vom Flughafen aus wirklich recht flott an seinem Schiff und kann nach seinem Check-in dem Großstadttrubel recht schnell entfliehen. Alternativ dazu bietet sich ein Turn ab Lavrion im Südosten Athens an. Die Nähe zu Athen ist übrigens auch Grund für die zahlreichen einheimischen Chartergäste, die vor allem zwischen Mitte Juli und August ihren Turn in dieser Region verbringen. Windtechnisch ist das Gebiet zwar eher gemäßigt, kann aber auch mal etwas aufdrehen. Also kleiner Tipp, sollte für die Woche des Turns sehr wenig Wind vorhergesagt sein, dann kann man von hier aus ganz bequem in die Kykladen fahren, wo es, wie bereits in der letzten Folge beschrieben, immer etwas windiger ist. Ein Turn durch den Saronischen Golf bietet neben den zahlreichen Buchten, Inseln und kleinen Häfen auch viel Kulturelles, wie zum Beispiel antike Tempel, byzantinische Bauwerke und interessante kosmopolitische Städte. Auch geologisch ist die Region übrigens interessant. Wir befinden uns hier nämlich auf dem nordwestlichsten Ausläufer des Kykladenbogens, der bis heute aktive Vulkane beherbergt. Und der Süden des Saronischen Golfes ist von hohen Bergkulissen umrahmt, die teilweise über 900 Meter in den Himmel ragen. Während in den tiefer gelegenen Gebieten grüne Pinienwälder bis ans Wasser ragen, sind die höher gelegenen Ebenen logischerweise eher karg.
Wer länger als eine Woche Zeit hat, der kann auch einen Abstecher in den südlich angrenzenden Argolischen Golf machen. Gerade im Westen dieses Golfs ragen Gipfel in den Himmel, die bis ins späte Frühjahr noch mit Schnee bedeckt sind. Super beeindruckend. Das Revier in und um den Saronischen Golf bietet somit für Yachturlauber facettenreiche Turnmöglichkeiten. Gute Flugverbindungen nach Athen, zahlreiche einsame Buchten, historische Städte und die Möglichkeit, den Turn eben flexibel zu gestalten, machen das Revier zu einem griechischen Hotspot für Yachturlauber. Und ich denke, dass all diese eben genannten Punkte auch der Grund dafür sind, dass sich diese Destination den Platz in den vorderen Rängen hier bei uns sichern konnte. Ich habe ja schon gesagt, dass ich persönlich hier bereits einen Turn gemacht habe. Dazu gibt es logischerweise auch die entsprechenden Videos hier auf unserem Kanal in Form von Tagebüchern und aber auch ein ausführliches Revierinformationsvideo, welches ich euch hier mal gleich verlinke. Gut, dann kommen wir zu unserem 5. Platz. Wir kommen zu einer Insel. Einer Insel, die für viele Landurlauber als Insel der Reichen und Schönen gilt und für uns Yachturlauber sich als Karibik des Mittelmeers einen Namen gemacht hat. Die Rede ist von Sardinien. Sardinien ist eine politisch zu Italien gehörende Mittelmeerinsel, die ca. 200 Kilometer vom italienischen Festland entfernt liegt und zusammen mit ihren kleinen vorgelagerten Inseln die gleichnamige autonome Region Italiens bildet. Gleich im Norden Sardiniens befindet sich die, zu Frankreich gehörende Insel Korsika. Dazwischen die nur 6,5 Seemeilen breite Straße von Bonifacio, die gerade für uns Segler ein Begriff ist. Die Insel weist eine stolze Fläche von über 24.000 Quadratkilometern vor und ist damit nach Sizilien die zweitgrößte Insel im gesamten Mittelmeerraum, auf der übrigens im Moment ca. 1,6 Millionen Menschen leben. Vorwiegend spielt sich die Yachtcharter-Szene hier im Norden ab. Der Süden bildet einen, ich würde mal sagen, wunderbaren, aber sehr stillen Kontrast. Sprechen wir erstmal kurz über den Norden. Bezüglich Häfen und Marinas im Norden Sardiniens sind hier die Cala di Sardi, eine Naturbucht mit Schwimmsteg, dann Santa Teresa di Gallura, Canigione, Portisco und Olbia zu nennen. Man kann natürlich auch nach Porto Cervo und Porto Rotondo, aber da sollte man auf jeden Fall das nötige Kleingeld mitnehmen. Ein Liegeplatz für eine 45-Fuß-Yacht kann hier nämlich schon mal, sage und schreibe, 350 € kosten. Abgesehen von diesen gerade genannten hochpreisigen Marinas zahlt man auf der ganzen Insel für eine 45-Fuß-Yacht aber im Durchschnitt zwischen 80 und vielleicht so um die 120 €. Und das geht für das Revier völlig in Ordnung. Mit Destinationen wie Griechenland, wo man für die Nacht meist gar nicht erst abkassiert wird, darf man das hier natürlich jetzt nicht unbedingt vergleichen. Dennoch ist es auch hier möglich, kostenfrei in Buchten zu ankern. Am besten, man lässt sich im Zuge des Check-ins die besten Buchten diesbezüglich vom Base Manager in einer Karte zeigen oder noch besser, ihr lasst es euch einfach gleich einzeichnen, so mache ich das immer, da kann man nichts falsch machen. Wer seine Yacht in einer dieser Marinas hier übernimmt, landet meist mit dem Flieger in Olbia. Von hier aus sind es dann gerade mal ca. 30 Minuten mit dem Taxi nach Portisco bzw. zum Beispiel zum Stützpunkt in der Cala di Sardi. Wer hier seine Yacht chartert, der muss natürlich unbedingt auch in das Maddalena-Archipel. Das ist der Bereich, dem es die Insel zu verdanken hat, dass man Sardinien als die Karibik des Mittelmeers bezeichnet. Die Wasserfarben hier sind wirklich atemberaubend. Wer in das Maddalena-Archipel möchte, muss eine sogenannte Nationalparkgebühr entrichten, die vor Ort zu bezahlen ist. Das Permit gilt für die ganze Woche und ist im Voraus über uns zum Beispiel bei dem Vercharterer reservierbar. Und nur einen Katzensprung vom La Maddalena Archipel entfernt befindet sich im Norden schon die Nachbarinsel Korsika mit seiner im Süden über den Felsen ragenden historischen Stadt Bonifacio. Die Straße von Bonifacio, welche zu diesem Zweck durchkreuzt werden muss, ist wie vorher schon gesagt keine 7 Seemeilen breit.
begrüßt den Segler je nach Wetterlage jedoch nicht selten mit 2 bis 3 Windstärken mehr Wind und einer teilweise wirklich beachtlichen Dünung und Strömung. Ein Blick auf die Wetterkarte ist daher für die Überfahrt von Sardinien nach Korsika sicherlich nicht verkehrt. Aber ganz ehrlich, allein die Einfahrt nach Bonifacio mit den auf den Felsen ragenden Häusern lässt einfach jegliche Strapazen vergessen. Wer den Tag dann noch in einer der urigen Restaurants des Städtchens ausklingen lässt, der wird den Besuch auf der französischen Insel sicher nie wieder vergessen. Okay, kommen wir in den Süden der Insel. Im Süden Sardiniens zeigt sich das Eiland von seiner wirklich ruhigen Seite. Wer das ursprüngliche Sardinien erleben möchte, sollte seinen Turn daher definitiv ab einer der beiden Ausgangshäfen in Cagliari oder Carloforte beginnen. Die Marina in Cagliari liegt nur 20 Minuten vom gleichnamigen Flughafen entfernt und wer von Carloforte auf der Insel San Pietro aus starten möchte, der muss von Cagliari Flughafen aus ungefähr 2 Stunden mit dem Taxi fahren, da hier eben noch eine kleine Fahrt mit der Fähre dazukommt. Im Gegensatz zu dem Revier im Norden ist der Süden der Insel in jeglicher Hinsicht auch preisgünstiger. Vor allem aber ist es hier eben ursprünglich und die Region kann in manchen Abschnitten fast schon, ich würde mal sagen, einsam wirken. Man findet menschleere Strände, einsame Buchten und eine ursprüngliche Küstenlandschaft vor. Größere Marinas, findet man hier eben eher selten. Man liegt entweder in kleinen Häfen oder aber vor Anker in einer schönen Bucht. Aufgrund der im Sommer vorwiegend vorherrschenden Nordwestwinde bleibt man vorwiegend auf der geschützten Ostseite. Um den ganzen Facettenreichtum Sardiniens zu erleben, reicht ein Turn eben sicher nicht aus. Es verwundert daher keineswegs, dass die Insel von vielen Charterkunden als beliebtes Wiederholungsziel gilt. Sardinien hat sich schon seit vielen Jahren im Yacht-Charter-Tourismus etabliert und wird vermutlich auch weiterhin gut gebucht bleiben. Ein wohlverdienter 5. Platz aus meiner Sicht. Auch hier haben wir ein separates Video übrigens mit detaillierten Revierinformationen. Den Link blende ich hier ein und packe ihn natürlich auch in die Beschreibung. Okay, dann kommen wir zum 4. Platz. Man sieht es ja bereits in dem Graphen, es ist ein wirklich gigantischer Sprung nach vorn. Wir sind wieder in Griechenland, aber dieses Mal befinden wir uns auf der anderen Seite und zwar im Westen, im Ionischen Meer. Es gibt unterschiedliche Definitionen über die exakte Abgrenzung des Ionischen Meeres. Also wir halten uns an die Hauptregion, welche sich an der Westküste Griechenlands von der Insel Korfu im Norden über Paxos, Antipaxos, Lefkas, Ithaka und Kefalonia bis hin nach Zakynthos im Süden erstreckt. Außer diesen 7, großen Inseln gibt es natürlich noch eine Vielzahl von kleineren Inseln. Die größte ist Kefalonia, aber die bevölkerungsreichste und wohl auch, bekannteste ionische Insel ist Korfu im Norden. Am wenigsten touristisch und somit sicherlich auch kulturell am, authentischsten sind die Inseln Ithaka und Kefalonia. Hier erlebst du wirklich noch echten griechischen Lifestyle und findest teilweise unberührte Strände und Küstenabschnitte vor. Wettertechnisch haben wir es auf der ionischen Insel mit dem typischen Mittelmeerklima zu tun. Die Wassertemperatur steigt im August sogar bis auf 24 Grad und hält sich im Oktober immer noch bei 21 Grad. Das liegt natürlich daran, dass sich das Wasser über den Sommer hin schön aufwärmen kann und daher im Allgemeinen im Spätsommer bzw. Herbst einfach noch wärmer ist als zum Beispiel im Mai oder Juni sogar, wo das Wasser noch um die 18 bis 20 Grad hat. Dieses Phänomen ist übrigens auch auf die anderen Mittelmeerdestinationen anwendbar. Wer das erste Mal die Ionischen Inseln besegelt und vielleicht vorher schon auf anderen griechischen Inseln war, dem wird eins gleich auffallen: Hier ist es im Gegensatz zu den anderen Inseln saftig grün. Denn zwischen Oktober und März fällt auch einiges an Regen vom Himmel. Laut Google, ich habe da mal nachgeschaut, sind das so zwischen 10 und 12 Tage im Monat. Wenn wir uns die Übernachtungsmöglichkeiten und die Liegeplätze auf den Ionischen Inseln ansehen,
Ja, dann haben wir hier eigentlich die komplette Auswahl. Neben erstklassigen Marinas, wie zum Beispiel die Marina Gouvier auf Korfu oder der Marina in Lefkas, gibt es noch viele andere kleine Häfen und noch viel mehr Buchten natürlich. Das Ankern gelingt aufgrund des Untergrundes problemlos. In den kleinen Häfen gibt es allerdings eher selten Mooringleinen, daher einfach den Anker werfen und achterlich langsam an den Steg zurückfahren und dort festmachen. Ja, wenn man einen bequemen 7-Tagesturn plant, muss man das Ionische Meer eigentlich auch in 2 Bereiche teilen. Entweder man startet auf Korfu oder auf Lefkas. Von Korfu aus nimmt man dann zum Beispiel Kurs zum griechischen Festland oder man segelt zu den Inseln Paxos und Antipaxos. Wer in Lefkas startet, nimmt direkt Kurs auf die südlichen ionischen Inseln Ithaka, Kefalonia und Zakynthos. Ein echter Geheimtipp für all diejenigen, die zum Beispiel in Korfu starten, sind die Diapontischen Inseln. Die übersieht nämlich fast jeder. Das sind die Inseln Othoni, Erikusa und Mathraki, die nordwestlich von Korfu liegen. Diese Flecken sind vom Tourismus nahezu unberührt, sodass man dort auch in der Hauptsaison Entspannung und wirklich Ruhe finden kann. Der Hauptgrund für die Beliebtheit dieses Reviers ist aber meiner Meinung nach die Kombination aus moderaten Winden, vielen Buchten und Inseln, einer tollen Vegetation und der Tatsache, dass ein Turn in griechischen Gewässern ja immer noch den Geldbeutel schont. Da man eben, wie ich vorher schon gesagt hatte, für die Liegeplätze immer noch so gut wie nie zur Kasse gebeten wird. Gerade als Familienrevier oder Segelturn mit Fokus auf entspannten Sommerurlaub ist das hier ein absoluter Tipp. Ich persönlich habe hier erst vor ein paar Jahren mit meiner Family, Schwester und Nichten auch noch einen traumhaften Turn gemacht. Also ein separates Video mit entsprechenden Revierinformationen gibt es daher logischerweise auch hier. Gut, kommen wir endlich zu den Top 3. Und jetzt wird der Abstand nochmal um einen wirklich großen Sprung größer. Das am drittmeisten gebuchte Revier für den deutschsprachigen Yachturlauber ist Istrien. Dass sich diese Region weit oben befindet, war sicherlich den meisten von euch klar. Wir haben es hier mit einem extrem einfach für viele per Auto zu erreichenden Segelrevier zu tun. Gerade für Charterkunden aus Süddeutschland oder zum Beispiel auch logischerweise aus Österreich bringt die Anreise mit dem Auto Kostenersparnis und unglaubliche Flexibilität. Du kannst quasi heute buchen und bist morgen schon auf deinem Schiff, da die Anreise ebenso einfach ist. Das Charterangebot in Istrien ist jetzt nicht so groß wie in den weiter südlich gelegenen Gebieten rund um die Kornaten und Süddalmatien. Ausgangshäfen für einen Turn in dieser Region oben sind vor allem Pula, Veruda, die Insel Krk und Maliloshin auf Kres. Von Slowenien aus bekommt man seine Charterjacht zum Beispiel ab Isola oder der Marina in Portoroz. Wenn wir uns mal die Distanzen hier oben ansehen, wird schnell klar, dass das hier keine großen Entfernungen sind. Also von Isola bis runter an die südliche Spitze Istriens sind es gerade mal knapp, ich würde mal sagen 50 Seemeilen. Während es bei uns im Frühling noch kühl ist, zieht in Istrien meist schon der Sommer ein. Vor allem im Herbst, also September und auch noch Oktober, ist es hier halt noch sonnig warm. Es herrschen moderate Segelbedingungen, die für Einsteiger und Familien einfach absolut geeignet sind. Dennoch muss man sich vor der Bura in Acht nehmen, die vor allem im Qanar Golf richtig heftige Windstärken erreichen kann. Ansonsten keine Tidenunterschiede oder irgendwelche Strömungen. Es gibt tolle Marinas und wunderschöne Buchten, sowohl am Festland als auch auf den immergrünen, vorgelagerten Inseln. Das Küstenbild Istriens wird unter anderem auch durch die fast schon fjordähnlichen Meeresarme wie dem Limski-Kanal oder der Bucht von Plomin-Fianona geprägt. Und die vorgelagerten Inseln bestechen vor allem durch ihre immergrüne Flora und Fauna. Kurz gesagt, das Revier ist wirklich wunderschön und bietet sowohl an der Küste Istriens als auch auf den einzelnen Inseln alles, was man für einen schönen Turn braucht. Und auch die Städte sind zu schade, um einfach mal so dran vorbei zu segeln. Und die Konobas bieten bestes mediterranes Essen.
Ein herausstechendes Merkmal dieser Region ist auch, dass wir es hier mit dem noch ruhigen Abschnitt Kroatiens zu tun haben. Weniger Yachten bedeutet eben auch weniger Segler. Etwas mehr Action gibt's auf Platz 2 unserer Rangliste, logischerweise. Wir bleiben, wer hätte es gedacht, in Kroatien. Dieses Mal sind wir aber im Süden Dalmatiens. Es ist im Allgemeinen wärmer als im nördlicheren Teil des Landes hier. Das verrät allein schon der Name, den man dieser Region hier gegeben hat. Sonnenstaat wird er genannt. Im Gegensatz zu den Kornaten, die ein bisschen weiter im Norden sind, finden wir in Süddalmatien nicht so viele dicht an dicht liegende kleine Eilande vor. Dafür aber größere Inseln wie zum Beispiel Brač, Hvar, Vis, Korčula oder Mljet. Diese Inseln bestechen vor allem durch ihre üppige Vegetation. Jede der Inseln hat ihr eigenes Highlight. Auf Hvar befindet sich zur Zeit der Venezianischen Republik die wohlhabendste Stadt des ganzen, also ganz Dalmatiens. Die Inseln sind heute architektonische Zeugen aus den, man kann schon sagen, vergangenen 200.000 Jahren. Als Kontrast dazu pulsiert hier allerdings im Sommer auch das Leben. Also zahlreiche Geschäfte, Clubs, schicke Restaurants und palmenbewachsene Plätze. Ja, die laden hier verschiedenerorts zum Flanieren ein und Party machen. Ein absolutes Highlight bildet natürlich die Stadt Dubrovnik im äußersten Süden des Landes. Sie gilt als die kulturelle Hauptstadt Kroatiens, ist mit seiner autofreien Altstadt nicht umsonst UNESCO-Weltkulturerbe und zudem die Wiege der kroatischen Sprache, kann man sagen. Laut Wikipedia gilt Dubrovnik sogar als eine der schönsten Städte des Mittelmeerraums und ist ein Zentrum des Fremdenverkehrs. Außerdem entwickelt sich die Stadt immer mehr zu einem Treffpunkt des internationalen Jetsets und der High Society. Die berühmte Stadtmauer ist übrigens der besterhaltenste Komplex seiner Art in ganz Europa und umfasst neben der Mauer selbst Bauwerke aus allen Perioden der Stadtgeschichte. Seit der Gründung im, 7. Jahrhundert. Hier wurden übrigens auch zahlreiche Szenen der weltberühmten Serie Game of Thrones gedreht. Also wer Fan davon ist, der wird da was wiedererkennen. Zusammengefasst haben wir es hier mit einem Küstenabschnitt zu tun, der nicht nur landschaftlich mit seinen Inseln, der Vegetation, der Unterwasserwelt und den schönen Stränden punktet, sondern wir werden hier auch überall mit der Geschichte dieser Region konfrontiert. Städte wie Dubrovnik und Ruinen sowie Museen auf den Inseln lassen uns wirklich spüren, wie es hier einst gewesen ist. Und als wäre das noch nicht genug, kann man hier auch noch sehr gut essen gehen. Shoppen kann man auch und flanieren bis in die tiefe Nacht. Also last but not least punktet das Revier auch noch mit wunderbaren Wetterbedingungen, angenehmen Winden und einer perfekt organisierten Infrastruktur für Yachturlauber. Du hast also viele Buchten und du hast auch viele Marinas. So, dann gibt es nur noch ein Revier, welches offensichtlich noch beliebter ist als Süddalmatien. Ja, und wie auch die Plätze 3 und 2, so geht auch der erste Platz nach Kroatien. Und zwar nach Mitteldalmatien. Bevor ich zu den Einzelheiten Mitteldalmatiens komme, vielleicht noch ein paar Infos über Kroatien im Allgemeinen. Ich meine, schließlich hat sich dieses Land allein die Plätze 1, 2 und 3 gesichert. Und wie man im Graphen recht gut erkennen kann, ist der Abstand zu den anderen Revieren wirklich enorm groß. Man darf nicht vergessen, Kroatien bietet mehr als 1500 Kilometer Küste und über 1200 Inseln und hält für Yachtcharterkunden ein dichtes Netz von modernen Marinas, Stadthäfen und Fischerhäfen bereit, welche die Planung eines Turns einfach sehr vereinfachen und zudem kurze Distanzen ermöglichen. Das bedeutet auch, dass die Infrastruktur für Yachturlauber auf einem echt hohen Level ist. Häfen, Buchten, Bojenfelder, Restaurants und. Also das gilt sowohl für Istrien, Mitteldalmatien als auch für Süddalmatien. Dazu kommt, dass das mit einer wirklich riesigen Auswahl an Charteryachten gesegnete Land eben vor allem für Gäste aus Süddeutschland und Österreich total einfach mit dem Auto zu erreichen ist. Dass Kroatien so beliebt ist, ist also überhaupt gar kein Wunder.
Auch zu dem Thema, weshalb Kroatien eben so beliebt ist, haben wir mal ein Video gemacht und auch das verlinke ich euch hier ebenfalls. Aber gut, kommen wir nochmal zu dem Spitzenreiter Mitteldalmatien. Wir haben hier eine traumhafte Küste, unzählige Inseln, eine perfekte Infrastruktur für Yachturlauber und traumhafte Witterungsbedingungen. Kurz, hier kommen einfach eine Vielzahl von Vorzügen zusammen. Wenn wir uns die Küste Mitteldalmatiens nochmal genauer ansehen, dann fallen vor allem die vielen Inseln auf, die sich auf Höhe von Zadar und Šibenik eng aneinanderreihen. Die Rede ist von den Kornaten, die auch als Kornati-Inseln bezeichnet werden und die dichteste und größte Inselgruppe der kroatischen Adria bilden. Wenn man im Internet nachforscht, erhält man je nach Quelle die Information, dass es sich hier um 125 bis 152 Inseln und Riffe handelt. Wir haben es hier zwar mit einer verkarsteten Ödlandschaft zu tun, die so gut wie keine Flora hat, dennoch sind die Inseln mit ihren zahlreichen Buchten und kleinen Anhöhen meiner Meinung nach einfach wunderschön. In kleinen Ansiedlungen gedeihen Olivenbäume, Weinstöcke und Feigenbäume, die von Zisternen mit dem nötigen Wasser versorgt werden. Ja, und die Fischgründe, man mag es kaum glauben, zählen zu den fischreichsten im gesamten Adriatischen Meer. Um in den Naturparks innerhalb der Kornaten übernachten zu dürfen, bedarf es übrigens eines Permits, dessen Preis sich nach der Schiffsgröße richtet. Diese Permits sind Tagestickets. Ein Tipp von mir, das Ticket schon vor dem Turn in der Marina kaufen oder zum Beispiel über die App MySea einfach online reservieren. Den Link zu der App packe ich einfach mal in die Beschreibung. Denn wenn man im Park selbst abkassiert wird, zahlt man einen Aufschlag, der mitunter recht hoch ausfällt. Wenn wir etwas weiter südlich gehen, kommen wir in die Region rund um Šibenik, Primošten und Trogir bis hin nach Split. All dies sind auch Ausgangshäfen mit zahlreichen Charterschiffen und von hier aus könnte man natürlich auch seinen Turn, also einerseits Richtung Norden in die eben beschriebenen Kornaten machen oder aber man geht ja, Richtung Süden. Wer hier in der Gegend ist, kann auch mal einen Abstecher zu den berühmten Krka Wasserfällen machen. Allein die Fahrt durch die wirklich wunderschöne Süßwasserschlucht ist unvergesslich. Der erste Platz profitiert in erster Linie von der Erreichbarkeit, dann der Vielseitigkeit mit den ganzen Inseln und auch von dem Schiffsangebot. Unglaublich, wie viele Yachten hier zur Charter angeboten werden. Aber gerade deshalb ist es eben auch wichtig, nicht das nächstbeste Schiff zu chartern. Ruft uns wirklich an oder schreibt uns eine E-Mail mit eurer Anfrage. Wir kennen die Vercharterer persönlich, sind mit den Flotten einfach auch vertraut und vermitteln euch das richtige Schiff bei einer vertrauensvollen Flotte. Und das ist eben hier ganz wichtig. Ich hatte euch in der ersten Folge ja gesagt, dass es noch so ein paar Reviere gibt, die oben stehen müssten, dies aber aufgrund verschiedener Umstände nicht tun. Ja, und da wir nun die Top 12 durchhaben, möchte ich noch kurz darauf zurückkommen. Die Rede ist zum Beispiel von Ferndestinationen und von einem Revier, welches vor so 6-7 Jahren noch direkt hinter Kroatien lag. Die Ferndestinationen werden aufgrund ihrer Entfernung natürlich nicht so sehr frequentiert, klar, also wie jetzt zum Beispiel die Reviere im Mittelmeerraum. Aber wenn man sich die einzelnen Reviere hier mal so ansieht, so gibt es hier natürlich auch den einen oder anderen, der sich deutlich, ich sage jetzt einfach mal, absetzt. Der Gewinner der Karibik ist definitiv oder sind die British Virgin Islands, die im Norden der Karibik gelegenen Inseln mit der Hauptinsel Tortola, auf der auch der Flughafen ist, bildet das Revier mit den kürzesten Distanzen und ermöglicht dadurch einen perfekten Einstieg in die Karibik. Außerdem ist die Infrastruktur hier auf den BVIs wirklich sehr gut und das Revier ist eben auch für Einsteiger geeignet. Seit dem Hurricane Irma sind die Buchungen hier zwar ganz schön zurückgegangen, aber es hat sich glücklicherweise so langsam wieder erholt. Auch die Flotten haben sich wieder formiert und was die Menschen vor Ort hier an Wiederaufbau geleistet haben, ist absolut beeindruckend. Eine andere Ferndestination, die absolut stark gebucht ist und immer mehr nachgefragt wird, das sind die Seychellen.
Die Inseln im Indischen Ozean rund um Mahé und Praslin sind in den letzten Jahren zu einem, ich würde wirklich schon sagen, echten Top-Spot geworden, ohne dass sie überlaufen sind. Traumhafte Strände, kristallklares Wasser und eine riesige Artenvielfalt. Also das sind die ersten 3 Dinge, die einem zum Thema Yachtcharter Seychellen einfallen. Und dann gibt es eben noch ein Revier, welches vor einigen Jahren noch die vordersten Ränge der Plätze um die beliebtesten Charterreviere belegt hat. Und das ist die Türkei. Aufgrund politischer Unruhen und der Flüchtlingsproblematik sind die Buchungen hier vor einigen Jahren um bis zu sage und schreibe 80% eingebrochen. Dabei bietet das Land mit seinen Ausgangshäfen rund Bodrum, Marmaris und Göcek immer noch unglaubliche Vorzüge. Top-Witterungsbedingungen und guter Segelwind. Außerdem eine erstklassige Qualität an Charteryachten, Marinas und Infrastruktur, die im, Achtung, weltweiten Vergleich laut Kundenfeedbacks sogar an erster Stelle stehen. Ich persönlich war erst 2019 dort zum Segeln und war, wie auch unsere Kunden, die jetzt dort waren, begeistert. Ein detaillierter Film zu dem Revier der Türkei und auch zu den anderen packe ich euch ebenfalls noch rein. Ja, ansonsten gibt es hier eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Das waren sie nun, unsere beliebtesten beziehungsweise meistgebuchten Charterreviere. Wenn wir es herunterbrechen, so kann man fast sagen, dass Kroatien, Griechenland und Italien sowie die Balearen hier das Rennen total für sich entschieden haben. Viele wird es nicht überrascht haben, dennoch hoffe ich, dass ich dir mit den beiden Videos hier weiteres Wissen vermitteln konnte und dir vielleicht auch Lust auf ein neues Revier machen konnte. Melde dich einfach bei uns, sag uns, was dir vorschwebt und lass dich kostenfrei von uns beraten. Wir suchen dir dann die besten Yachten für deinen Turn raus, damit du bequem und sicher über uns deinen nächsten Turn buchen kannst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen Like, logischerweise, wenn es dir zumindest gefallen hat. Und ich bin sehr gespannt über deine Kommentare zu den Revieren, die ich hier genannt habe und zu den Revieren, die ich vielleicht nicht genannt habe, die nicht aufgetaucht sind, aber deiner Meinung vielleicht trotzdem einen Platz in der Rangliste verdient hätten. Mach's gut, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.